Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, direkt aus Goa, aus Indien, aus unserer schönen Strandhütte. Im letzten Video haben wir gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen an uns habt und es wurden ganz viele Fragen gestellt und heute beantworten wir die. Viel Spaß! Die erste Frage, die wir beantworten wollen, also wir fangen ein bisschen mit so, ich sag mal, Fragen über uns an, wie alt wir sind. Also ich bin 28. Ich bin 29. Welche Nationalität haben wir? Ja, wie ihr es wahrscheinlich schon festgestellt habt, sprechen wir die ganze Zeit Deutsch in unseren Videos. Also ich bin auch aus Deutschland. Ich komme aus Russland, bin in Russland geboren und mit 19 nach Deutschland ausgewandert. Und seit 10 Jahren lebe ich in Deutschland, beziehungsweise jetzt weniger, weil ich 2 Jahre verreist bin. Was sind wir von Beruf? Ja, wir können vielleicht ein bisschen unsere Berufslaufbahn erzählen. Also ich habe in Deutschland einen ganz normalen Realschulabschluss gemacht, habe dann eine Ausbildung als Anlagenmechaniker gemacht oder auch irgendwie Klempner oder Heizungsbauer oder wie auch immer ihr das nennen möchtet. Habe dann auf dem zweiten Bildungsweg meine allgemeine Hochschulreife nachgeholt, habe dann Maschinenbau studiert in Hamburg und habe dann ein gutes Jahr als Maschinenbauingenieur gearbeitet. Ich bin auch zur Schule gegangen in Russland. Dann habe ich in Russland in einer Universität Grafikdesign studiert, allerdings nicht abgeschlossen, nur 4 Semester. Dann bin ich nach Deutschland umgezogen, habe mir die 4 Semester als Abitur anerkennen lassen und habe in Deutschland dann studiert, auch Kommunikationsdesign. Habe das Studium abgeschlossen, habe einen Bachelorabschluss und habe als Verpackungsdesignerin 3,5 Jahre in Hamburg gearbeitet. Warum machen wir eine Fahrradweltreise? Wir haben immer von Reisen geträumt und haben mehr recherchiert und haben einfach festgestellt, dass man ganz schön viel Geld dafür braucht. Haben gedacht, ja, wir sparen und machen auf jeden Fall irgendwann eine Weltreise. Dann ist Michael auf einen Blog von einer Fahrradfahrerin aufgestoßen und dann auf einmal haben wir von Radreisen erfahren, quasi für uns entdeckt und seitdem noch mehr recherchiert und einfach festgestellt, dass es machbar ist, dass jeder kann das machen und haben gedacht, ja, dann machen wir das auch. Und sind noch dabei. Jetzt sind wir hier fast 2 Jahre unterwegs und also um es nochmal kurz gesagt zu haben, der Grund, warum wir jetzt mit dem Fahrrad fahren, ist einerseits, dass wir halt die Welt sehen wollen, aber auf der zweiten Seite nicht ganz so viel Geld haben. Als nächste Frage, sind wir vegan und gab es schon Probleme mit unserer veganen Ernährung? Also ja, wir ernähren uns vegan. Seit 4 Jahren? Seit 5 Jahren schon fast. Im Sommer sind es jetzt 5 Jahre. Das heißt, auch vor unserer Reise haben wir uns schon vegan ernährt. Olga ein bisschen kürzer als ich. Ich habe damit vorher angefangen. Aber jetzt sind wir beide vegan unterwegs. Man kann auf so einer Reise nicht zu 100% vegan leben. Das sollte wohl klar sein. Aber wir versuchen halt, wann immer es möglich ist, unsere veganen Wünsche halt zu kommunizieren. Und in 99% der Fälle klappt das auch. Die Leute sind sehr, sehr offen uns gegenüber und sehr, sehr interessiert größtenteils auch und freuen sich auch irgendwie, wenn wir eingeladen werden oder sowas, uns dann irgendwelche veganen Gerichte zuzubereiten. Also das ist alles überhaupt gar kein Problem. Es ist nicht wirklich schwierig, auf so einer Reise vegan zu leben. Natürlich ist es komplizierter, als wenn man einfach losgehen würde und alles essen würde, selbstverständlich. Aber wenn man ein bisschen seinen Mund aufmacht und ein bisschen erzählt, dann ist es auch überhaupt gar kein Problem. Und wenn wir selbst kochen, ist sowieso sehr einfach, weil auf dem Fahrrad ist es perfekt, quasi Gemüse und Hülsenfrüchte und sowas irgendwie zu transportieren, was nicht schlecht wird. Und wenn wir selbst kochen, haben wir überhaupt keine Probleme. Kriegen wir in jedem Land unterschiedliche Gemüse, unterschiedliche saisonale Sachen und unterschiedliches Getreide, Reis, Brot, Linsen, Bohnen, probieren immer neue Gewürze. Pasta, unterschiedliche Gewürze, um immer wieder einen neuen Geschmack reinzubringen. Ja, es ist einfach, es ist genial, so durch die ganze Welt zu reisen und irgendwie die unterschiedlichen Küchen in seine eigene Küche irgendwie zu integrieren. So machen wir das ja eigentlich. Wir kochen halt größtenteils immer selber. Das ist schon super.
Nächste Frage, sind wir auf unserer Reise mit unseren Rädern schon einmal gestürzt? Ja, jede einmal und jede erklärt selber selbst. Ich bin ganz am Anfang unserer Reise, als wir aus Paris rausgefahren sind, hatte ich so einen kleinen Unfall. Und zwar, wir waren auf einem Fahrradweg und auf einmal sehe ich einen Beauty-Salon, was Beauty-Salon Olga hieß, und ich war irgendwie so abgelenkt und habe so geguckt, und dann bin ich gegen so einem Absperrpfeiler hingefahren. Erst zum Glück nichts passiert, ich habe mich einfach super erschrocken, aber man muss immer aufmerksam sein. Ja, ich bin auch einmal gestürzt. Es war in Tadschikistan, da hatten wir, glaube ich, auch irgendwie auf Facebook direkt ein Video hochgeladen, nachdem das Ganze passiert ist. Es ist folgendermaßen passiert: Wir sind da auf so einer Schotterpiste irgendwie gefahren, und ich bin einhändig gefahren und hatte in der anderen Hand die Kamera und habe Olga gefilmt, die vor mir gefahren ist. Und irgendwann hat auf einmal mein Rad irgendwie zur Seite gedreht, weil ich über irgendeinen Stein gefahren bin, und dann ist es halt natürlich sofort um 90 bzw. 180 Grad gedreht, und ich bin sofort vorne rüber geflogen und ja, direkt irgendwie auf die Straße da geflogen, und in dem Moment habe ich dann natürlich auch irgendwie die Kamera losgelassen, und dann war dann auch irgendwie so ein großer Fluss direkt da, irgendwie, wir waren gerade kurz vor der Brücke, und dann ist die Kamera da irgendwie auch noch in diesen blöden Fluss geflogen. Unser ganzes Tadschikistan-Material weg, zumindest von der kleinen Kamera, was natürlich ziemlich ärgerlich ist, aber ja, im Endeffekt haben wir gesagt, dass es schon gut so ist, wie es gelaufen ist. Es hätte auch deutlich schlimmer sein können. Ich hätte auch irgendwie in diesen Fluss fallen können oder sowas, und das war wirklich irgendwie 4-5 Meter hoch, die Brücke oder sowas, und das war ein reißender Fluss. Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Deswegen ja, also ich hatte halt ein paar Wunden irgendwie am Knie, glaube ich, irgendwie an den Händen, weiß ich nicht genau. Am Fuß, genau, ja. Aber waren auch nicht allzu schlimm, wir haben da irgendwie ein Pflaster drüber geklebt, dann ging das ein paar Tage später schon. Was sind unsere Lieblingsländer gewesen auf unserer bisherigen Reise? Ich fand Spanien im Sommer war sehr, sehr schön. Die Landschaft und super viel frisches Obst und Gemüse war einfach wunderschön. Und Kirgisistan hat mich so beeindruckt. Es ist halt nicht so weit von Russland, aber ich wusste überhaupt nichts von dem Land. Super schöne grüne Landschaften, kleine und große Hügel und wenig besiedelt das Land. Ich fand das traumhaft. Ich bin auch irgendwie ganz in der Nähe unterwegs mit meinem ersten Tipp. Ich sag Tadschikistan, also direkt neben Kirgisistan. Das hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Diese enormen, riesigen, epischen Berglandschaften auf 4.500 Höhenmetern hast du da irgendwelche Hochebenen, und links und rechts sind die 7.000er Berge, und du kannst, was weiß ich, ein paar hundert Kilometer weit gucken oder sowas. Unglaublich, also das fand ich richtig, richtig beeindruckend. Auch irgendwie noch weiter ins Land rein, als wir dann an der afghanischen Grenze entlang gefahren sind, durchs Wakhan-Tal. Da waren wir teilweise so dermaßen in der Wildnis, das war einfach super, das war echt genial. Und Nummer 2 ist auf jeden Fall der Iran für mich. Das war auch einfach klasse, wie freundlich die Menschen dort waren. Die ganze Kultur dort zu erleben, das war alles mega interessant, mega spannend. Das hat auch einfach richtig viel Spaß gebracht, durch den Iran zu fahren. In welchem Land waren die Menschen am gastfreundlichsten? Iran! Und, ja, das ist auf jeden Fall der Iran, deswegen ist es auch eins meiner Lieblingsländer, meiner 2 Lieblingsländer. Das war unglaublich, wie freundlich die Menschen im Iran sind. Du wirst da an jeder Ecke, an jedem Tag irgendwie eingeladen zum Essen, zum Tee, zum Übernachten. Einfach alles. Du kriegst da irgendwelche Tüten mit Obst in die Hand gedrückt oder irgendwelche Brote oder weiß der Geier was, Chai. Ja. Und die Leute sind so interessiert an dir und wollen mit dir Fotos machen und sind super freundlich. Das ist ja einfach genial. Also die freundlichsten Menschen waren definitiv im Iran, aber es sei natürlich gesagt, dass ja eigentlich in jedem Land, wo wir waren, haben wir immer und überall nette und freundliche Menschen getroffen. Wie erleben wir fremde Kulturen und die Menschen in den Ländern?
als Fahrradfahrer erleben wir das alles hautnah. Wir sind so nah an den Menschen wie fast keine Reisende. Wir werden, wie gesagt, in Iran würden wir super oft einfach von der Straße eingeladen. Auf einmal ist man beim Familienabendessen mittendrin oder Kindergeburtstage. Man erlebt das Land so, wie das ist, die Leute, die Kultur. Man ist wenig in touristischen Orten oder quasi das, was man dazwischen noch alles sieht und erlebt. Das ist einfach unglaublich und so eindrucksvoll. Ja, alles sehr, sehr intensiv auf jeden Fall, weil ja, man fährt mit dem Fahrrad, man ist sehr, sehr langsam, die Leute können einen sofort anhalten, man kommt sofort irgendwie ins Gespräch, man wird womöglich direkt irgendwo eingeladen und man ist halt teilweise in irgendeinem kleinen Dorf und ja, weiß nicht, in Kasachstan zum Beispiel waren wir in irgendeinem kleinen Dorf und die Leute dort haben gesagt, ja, ihr seid die ersten Touristen, die hier jemals in diesem Dorf waren, wir haben hier noch nie Ausländer gesehen. Und ja, dann erlebst du halt irgendwie das wirklich, ja, das richtige Leben von den Menschen, wie es halt irgendwie sonst so, wie du es als normaler Tourist halt vielleicht nicht unbedingt mitbekommst, weil du halt in diese Orte einfach gar nicht kommst. Deswegen, ja, das Ganze ist sehr, sehr intensiv, aber auch sehr, sehr lehrreich und ja, sehr, sehr schön natürlich. Ja, sehr lehrreich würde ich vor allem sagen. Man lernt wirklich eine Menge über Menschen und Kultur. Was vermissen wir auf unserer Reise? Am meisten auf unserer Reise vermissen wir unsere Freunde und Familie natürlich. Mit der Freundin mal abends trinken zu gehen oder mit Mama zu shoppen. Einfach ja, mit der Familie zu reden, irgendwie die Freunde ja einfach mal wiedersehen. Ja, wir sind jetzt seit fast 2 Jahren unterwegs und natürlich haben wir zwischendurch immer mal Besuch bekommen von der Familie und ein paar Freunden, aber natürlich nicht von allen. Deswegen ja, das ist manchmal schon ein bisschen hart, Familie und Freunde nicht zu sehen. Aber was ich auch vermisse, ist mal wieder ein gutes deutsches Brot, muss ich sagen. Hat uns unsere Reise verändert? Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Wir können auf jeden Fall jetzt besser und schneller Fahrrad fahren. Das definitiv, aber ja, wir haben so viel gesehen jetzt auch schon auf unserer Reise, dass ein das natürlich verändert und prägt und man anfängt vielleicht viele Dinge, die so als normal und konventionell angesehen werden, in Frage stellt. Zum Beispiel so, ja, könnte ich mir jetzt im Moment nicht so wirklich vorstellen, irgendwie zurück nach Deutschland zu kommen, da einen normalen Bürojob zu haben, morgens aufzustehen, 9 Stunden ins Büro zu gehen, abends nach Hause zu kommen, sich auf die Couch legen, den Fernseher anmachen, irgendwie Feierabendbier trinken und das Ganze am nächsten Tag wieder. Das wäre für mich nichts. Also ich könnte jetzt so dieses konventionelle Leben, wie es irgendwie so vorgeschrieben ist oder wie es in der Vorstellung von vielen Leuten irgendwie ist, das könnte ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr leben, weil man einfach irgendwie zu viel gesehen hat und zu viel gelernt hat jetzt, dass es viel, viel wichtigere Dinge auf der Welt gibt, als irgendwie den ganzen Tag nur arbeiten und Geld zu verdienen. Wir haben auch gelernt, mit wie wenig man auskommt, wie wenig man braucht, dass dieser minimalistische Lebensstil haben wir quasi für uns entdeckt und können wir uns das jetzt auch nicht viel anders vorstellen. Man braucht echt nicht viel, um richtig, richtig glücklich zu sein. Und die nächste Frage, hat sich unsere Partnerschaft auf unserer Weltreise verändert? Ja. Ja, definitiv. Also wir sind jetzt seit 6 Jahren zusammen, die letzten 2 Jahre jetzt verheiratet und auf Hochzeitsreise. Alleine das ist schon mal ein großer Schritt und bringt eine große Änderung. Aber ja, also wir sind jetzt auf unserer Reise nahezu immer eigentlich 24 Stunden zusammen und gemeinsam. Das bedeutet, wir führen eine sehr intensive Beziehung. Das ist
definitiv etwas ganz anderes als, ich sag mal, so eine normale Beziehung, wie man sie in einem normalen Alltag hätte, wo beide Partner oder einer der beiden Partner tagsüber arbeiten ist und man sich vielleicht morgens kurz sieht, dann den ganzen Tag eigentlich überhaupt nicht sieht und man sich dann abends noch kurz sieht und da irgendwas gemeinsam macht. Das ist definitiv was ganz anderes. Dementsprechend, ja, wir sind jetzt seit 2 Jahren so unterwegs, wie wir jetzt unterwegs sind, 24 Stunden am Tag gemeinsam zusammen. Haben viel Neues übereinander gelernt. Ja, das haben natürlich viel mehr übereinander gelernt. Aber andererseits hat man eigentlich auch irgendwie kaum oder eigentlich gar keine Geheimnisse vor dem anderen, weil man halt irgendwie gar nichts irgendwie Geheimes machen kann oder verbergen kann, weil wir halt immer zusammen sind. Ja, aber ich denke, ich genieße es sehr. Das ist eine tolle Partnerschaft, eine tolle Beziehung, würde ich sagen. Natürlich ist es manchmal auch ein bisschen schwierig. Es hat Hohe und Tiefen. Ja, natürlich ist zwischendurch auch mal der ein oder andere Streit angesagt. Ja, das filmen wir dann vielleicht nicht so unbedingt oder machen da irgendwelche Fotos oder schreiben darüber. Wir lesen oft irgendwie eure Kommentare, dass wir ja immer so fröhlich sind und den ganzen Tag nur fröhlich sind. Ja, wir sind meistens fröhlich. Zu 99% sind wir schon fröhlich. Einfach, wenn irgendwas passiert, sowas der Art, ist es dann uns vielleicht zu persönlich und in dem Moment will man nicht so unbedingt die Kamera anmachen oder man ist da auch nicht der richtige Laune dafür. Man will das jetzt unter 4 Augen klären. Genau. Ja, so schaut's aus. Also, ja, unsere Partnerschaft hat sich definitiv verändert. Aber ist dadurch auf jeden Fall reifer geworden, stärker geworden und hat uns auf jeden Fall näher zusammengebracht, die Reise, definitiv. Das Schaf ist natürlich auch dabei. Dann geht's weiter, wie finanzieren wir unsere Reise? So, da haben wir 2 sehr schöne Blogartikel auf unserem Blog www.rausgefahren.de, die legen wir euch unten einmal in die Videobeschreibung rein. Zum einen einmal Spartipps, wie wir für unsere Reise gespart haben und dann noch ein Artikel, wie viel wir dann nun auf unserer Reise so pro Jahr ungefähr ausgeben. Ganz kurz, wie finanzieren wir unsere Reise? Wir haben gespart, wir haben alle unsere Besitztümer in Deutschland verkauft. Das heißt, wir waren auf dem Flohmarkt, wir haben über eBay Kleinanzeigen Sachen verkauft. Wir haben irgendwie, wir haben alles verkauft. Alles Materielle in das Geld umgewandelt. Genau, dann haben wir sehr, sehr sparsam gelebt. Wir haben beide gearbeitet, ich als Maschinenbauingenieur, Olga als Verpackungsdesignerin. Da konnten wir schon relativ gut sparen. Wir haben halt darauf verzichtet, irgendwie Kaffee zu kaufen oder mittags essen zu gehen, sondern wir haben uns unseren eigenen Kaffee gekocht morgens. Wir haben unser eigenes Essen mit in die Firma gebracht. Wir sind abends nicht ins Restaurant gegangen. Wir haben ab und an schon. Ab und an vielleicht schon, aber wir haben sehr, sehr, sehr sparsam gelebt, ungefähr 9 Monate lang. Und in den 9 Monaten konnten wir dann genügend Geld zusammensparen, um jetzt auf jeden Fall 2 Jahre lang zu reisen. Aber wir haben auf jeden Fall auch noch ein paar Reserven mehr, sodass es definitiv noch weitergeht. Wie schneiden wir und bearbeiten wir unsere Videos? Für Videoschneiden bin ich zuständig, schneide ich mit Magix Video Deluxe. Das Programm ist sehr einfach zu bedienen, aber man kann relativ komplexe Sachen damit machen, was Schnitt, was Ton und was auch Animation angeht. Wir sind damit zufrieden. Auch in der Beschreibung ein Link zu dem Programm. Gut, dann geht's weiter mit der uns am häufigsten gestellten Frage unter dem letzten Video oder unter dem vorletzten Video, und zwar: Was wiegen unsere Fahrräder und unser Gepäck? Also unsere Fahrräder mit Gepäck wiegen insgesamt genau 100 Kilogramm. Das teilt sich dann ungefähr auf, dass Olgas Fahrrad mit dem gesamten Gepäck 45 Kilo wiegt und mein Fahrrad mit dem gesamten Gepäck 55 Kilo wiegt, wovon jeweils 21 Kilogramm auf das Fahrrad zurückfallen und der Rest halt Gepäck und Taschen sind. Dann kam noch eine Frage, und zwar: Welche Impfungen haben wir? Da haben wir einmal unseren Impfpass da, so einen internationalen Impfpass, nichts Besonderes.
Und ja, also wir haben die ganzen Standardimpfungen natürlich, Tetanus, Diphtherie, Poliomyelitis und all das ganze Zeug, was man auch als Kind bekommt. Wir haben Hepatitis A und Hepatitis B, eine FSME-Impfung, falls wir von einer Zecke gebissen wurden, die das FSME-Virus hat und das überträgt, was dann irgendwie zu einer Hirnhautentzündung und so weiter führen kann. Das ist nicht so cool, deswegen haben wir die Impfung. Wir haben eine Tollwutimpfung, falls wir von irgendwelchen wilden Tieren oder sowas gebissen werden, was bisher noch nicht passiert ist, glücklicherweise. Und wir haben eine Cholera-Impfung. Ja, also was wir euch da auf jeden Fall empfehlen können, einfach mal zu eurem Tropenmediziner gehen oder ins Impfzentrum, die gibt es eigentlich in jeder größeren Stadt, und euch da ein bisschen beraten lassen, je nachdem, wo ihr langfahren wollt, welche Impfung jeder braucht. Ja, ob ihr Impfung haben wollt oder nicht. Wir haben die Impfung am Start und ja, bis jetzt alles gut. Dann die erstmal letzte Frage für heute. Waren wir auf unserer Reise schon mal bei einem Arzt? Ja, wir waren in Russland bei einem Zahnarzt, haben unsere Zähne untersuchen lassen und haben ein paar Füllungen machen lassen. Also wir haben eine internationale Krankenversicherung von der Hanse Merkur, da haben wir auch gerade einen Blogartikel zu gemacht, wie es gerade so schön passt. Den hauen wir euch auch nochmal unten in die Beschreibung. Die hat das alles komplett übernommen, das war überhaupt gar kein Problem. Wir sind zum Arzt gegangen und ja, haben unsere Sachen da machen lassen und haben danach in bar bezahlt und haben das Geld dann von unserer Krankenversicherung wiederbekommen. Das Ganze war jetzt ja in Russland, gut, da hat alles gut geklappt, aber unsere Versicherung ist auf jeden Fall weltweit gültig. Das bedeutet also auch, wenn wir hier jetzt in Indien oder so zu einem Arzt müssten, was vielleicht etwas abenteuerlicher wäre, würden wir zumindest das Geld auf jeden Fall wiederbekommen. Aber ja, also bis jetzt, toi toi toi, einmal beim Zahnarzt, sonst ist nichts Wilderes passiert und wir waren nicht auf irgendwelche Ärzte angewiesen. Gut, das waren die Fragen, die ihr uns unter dem vorletzten Video oder vorletzten Video, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, auf jeden Fall das erste Video, was wir hier aus Goa aufgenommen haben, wo wir über unsere Pläne erzählt haben. Ja, da habt ihr uns diese Fragen gestellt. Wenn noch weitere Fragen da sind von euch, dann immer her damit, genau. Wir können auf jeden Fall nochmal so ein Video machen. Ein ganz nettes Format. So ein Frequently Asked Questions, irgendwie die häufig gestellten Fragen. Wenn es euch gefallen hat, einmal einen Daumen nach oben, ein Abo dalassen und das Video teilen. Vielen Dank dafür und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao. Tschüss.